Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Expo Real 2025 auf der Prea Future Stage. Mein Name ist Josef Girschowitsch, bin Geschäftsführer und Gründer von Girschow und ich freue mich sehr, zum dritten Mal wieder die Future Stage moderieren zu dürfen. Wir sind hier zu Gast bei Prea. Herzlich willkommen, Gabriel Hositzky, Gründer und Geschäftsführer von Prea. Und unser Gast heute für die zweite Future Stage ist Lorenz Nagel. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern, sehr schön, dass du da bist. Lorenz Nagel, Geschäftsführer von Primus Developments. Unser Thema könnte nicht aktueller sein und ich bin mir sicher, dass einige von uns auch gar nicht wollen, dass dieses Thema so aktuell ist. Aber wir kommen nicht drum herum, es geht um kritische Infrastruktur. Das ist richtig. Ja, ich möchte gar nicht groß einleiten, aber das, was wir gerade in München, wo wir jetzt sind, in den vergangenen paar Tagen erlebt haben, auch die politische Diskussion danach am Flughafen München, zeigt, wie wichtig kritische Infrastruktur ist. Es geht nicht einfach nur um Verteidigung, um Defense, um Kriegsimmobilien, sondern es geht um die Frage, wer für Verteidigung im Inland auch zuständig ist. Wenn Drohnen am Flughafen München gesichtet werden und Amtshilfe von der Bundeswehr, gebeten werden muss, dann sehen wir da doch sofort ein politisches Dilemma, das wir mit kritischer Infrastruktur zu tun haben. Es entwickelt sich zu einer neuen Asset-Klasse. Und das in einer Zeit, wo Deutschland viele, viele Jahre nicht genug investiert hat. Gleichzeitig sehen wir Herausforderungen, denn kritische Infrastruktur bedeutet immer, Partnerschaften einzugehen mit der öffentlichen Hand. Und das stellt uns vor viele Herausforderungen. Lorenz, du machst das seit vielen Jahren und mich würde gleich, ich gehe direkt auf dich ein, was bedeutet es eigentlich für dich, mit der öffentlichen Hand gemeinsam zu arbeiten im Bereich der kritischen Infrastruktur? Also man muss sagen, dass natürlich die öffentliche Hand wirklich, wie du schon gesagt hast, der ausschlaggebende Punkt ist bei der kritischen Infrastruktur. Yeah. Wenn wir jetzt halt auf der Metaebene Bund, Europa, NATO, die Welt sehen, Yeah. da gibt es keinen wichtigeren Partner als eigentlich den Bund. Gleichzeitig haben wir ein Dilemma, dass es halt der Bund allein nicht durchregieren kann in den Ländern und dass es halt die öffentliche Hand halt eben nicht nur die öffentliche Hand ist, sondern sehr unterschiedlich, sehr vielfältig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile auch die öffentliche Hand verstanden hat, dass sie sich, um halt kritische Infrastruktur umzubringen, ein bisschen selber im Weg steht und Veränderungen her müssen, sei es Vergaberechts und sonstige Themen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wir mit der Partnerschaft mit der öffentlichen Hand bisher sehr, sehr gut gefahren sind. Und ich kann dann da auch wirklich nur alle ermutigen, diese Partnerschaften einzugehen. Gabriel, aus der Perspektive der Kapitalzuflüsse und der Assetklassen, des Assetklassenwandels, seit wann beobachtest du, dass kritische Infrastruktur im Kommen ist? Erst seitdem wir die neue Bundesregierung haben? Wohl kaum. Nein, also die kritische Infrastruktur haben wir schon mal zu Zeiten gesehen, als Corona den Markt dominiert hat und der einzige Mieter zu dem jetzigen Zeitpunkt die öffentliche Hand war. Ja. Arbeitsämter, Jobcenter, das waren sozusagen die klassischen Infrastrukturthemen, die innerhalb einer Stadt entwickelt werden müssen. Heute, ein paar Jahre später, haben wir eine ganz andere Ausgangssituation als jetzt durch die Corona-Zeiten. Heute reden wir über die Digitalisierung des deutschen Staates. Der Rückgrat des deutschen Staates, der muss komplett repositioniert werden. Das heißt sozusagen von Ausbildungsstätten bis hin zu modernen Polizeirevieren, Feuerwehrstätten und sonstigen Infrastrukturthemen, die sozusagen innerhalb einer Kommune essentiell sind, müssen komplett neu gedacht werden. Das heißt, wir haben insgesamt im Ausbildungsbereich, was die Trainingslager anbelangt, zum Beispiel Schießanlagen, die meisten sind, teilweise laufen die bereits ohne Genehmigung, weil die veraltet sind. Teilweise haben die extrem hohen Nachholbedarf und teilweise werden nicht genug nachgenehmigt. Das heißt, es gibt einen extrem hohen Bedarf vom Staat, dort zu investieren, zu mieten und zu bauen, aber selber können die es halt nicht. Deshalb brauchen die regionale Partner, die einerseits das Baurecht schaffen, sich im Vergaberecht auskennen und auch den Mut und das Knowledge haben, solche Projekte zu realisieren. Und aus der aus der Kapitalmarktseite ist es eine wichtige Assetklasse, weil es entstehen praktisch bundesweit, wirklich in jeder Kommune, neue Immobilien, die jetzt auf den Markt kommen. In einem Jahr, in 2 Jahren oder 3 Jahren. Aus der Kapitalmarktseite ist es ein Milliardenvolumen, was auf den Markt kommt und als einzelne Assetklasse auch betrachtet werden muss. Weil die Nutzungsart ist exotisch, die hat Probleme in der Drittverwendungsfähigkeit, eine Schießanlage und Co. Aber die sind so spezifisch, dass sozusagen man auch darauf spekulieren kann, dass der Mieter langfristig drinnen bleibt. Jetzt hast du schon den Punkt der Drittverwendungsfähigkeit angesprochen, darauf müssen wir eingehen, weil das ja auch eine gewisse Kontroverse ist. Lorenz, so ein Schießstand, mir fällt keiner ein, wer das sonst noch braucht.
Wahrscheinlich braucht es niemand außer derjenige, der es halt einmal gesagt hat, dass er es braucht. Ich glaube, da müssen wir, wenn wir Drittverwendungsfähigkeit sagen, da müssen wir auch nicht nur daran denken, dass wir sagen, da kann genau diese Nutzung da reinkommen an dem Ort, wo es ist, sondern einfach, wenn wir das Thema Zirkularität, Kreislaufwirtschaft sehen, dass wir sagen, wir müssen diese Gebäude jetzt so planen, dass sie möglicherweise entweder flexibel umgenutzt werden, dass du aus einer Schießhalle ein Logistikzentrum machst, oder du machst es so, dass du einfach sagst, wir können diese Schießhalle einfach wegnehmen, weil wir brauchen sie nicht mehr in Bottrop, sondern wir brauchen sie in Rostock und dann bringen wir sie dorthin und bauen sie wieder qualitätsvoll auf. Das ist ehrlich etwas, was natürlich ganz am Anfang mitgedacht werden soll, weil später zu sagen, naja, wir bauen sie ab und irgendwo auf, wird meistens nicht funktionieren. Ist denn für Investoren dennoch ein Single Tenant aus der öffentlichen Hand nicht vielleicht sogar ein Pluspunkt aus der Investorenbrille? Und er sagt, ja, ich weiß, die Drittverwendungsfähigkeit ist schwierig, aber wenn die öffentliche Hand erstmal drin ist, dann ziehen die auch 30, 40 Jahre nicht aus. Also das Produkt auf der Kapitalmarktseite, Triple-Net-Verträge oder Double-Net-Verträge mit einem Single-Tenant, der sehr spezifische Anforderungen hat, aber ein extrem hohes Rating besitzt, gibt es seit über 15, 20 Jahren. Das sind klassische REITs, die da Geld anlegen, die genau das verstehen, dass sozusagen der Mietvertrag per se nicht sozusagen die Werthaltigkeit ist, sondern die spezifische Nutzungsart, dass der Mieter auch über die Mietvertragslaufzeit hinweg da drinnen bleibt. Insbesondere, weil es eine infrastrukturelle Maßnahme ist. Also wir reden über Ausbildungsstätten, wir haben einen demografischen Wandel innerhalb des Landes und wir haben erhöhten Zuzug, wir wachsen in der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen auch die Ausbildungsstätten so strukturieren, dass wir auch diesen Wachstum abbilden können. Deswegen sind solche kritischen Infrastrukturmaßnahmen nicht in Laufzeiten zu messen, sondern deutlich mehr. Das heißt sozusagen, wenn man sich halt einfach aus der demografischen Sicht das Objekt betrachtet, dann weiß man, dass eigentlich der Mieter für immer drinnen bleibt. Lorenz, jetzt sprechen wir ja nicht nur aus der Theorie, sondern ihr seid ja mittendrin in der Praxis. Nicht über alles werden wir sprechen, aber ein paar Projekte gibt es, die auch fast fertiggestellt sind, wo es gerade um Ausbildungsstätten geht. Willst du das mal kurz vorstellen, Projekt in Rostock? Sehr gerne. Wir bauen gerade für den Bund oder im Endeffekt für den Zoll die neue Zollhochschule in Rostock. Ja, Rostock, strategisch unglaublich wichtiger Standort, wenn wir jetzt in die Bedrohungslage aus Russland gucken. Es gibt ja auch das Baltic Commando, das NATO-Kommando, was dort sitzt. Und wir bauen dort eine Hochschulgebäude für die BIMA. 2,5 Jahre Bauzeit, über 200 Millionen Euro, 50.000 Quadratmeter. Und das ist eben nämlich auch so gedacht, dass diese Zollhochschule nicht nur einfach als Hochschulstandort da ist, sondern halt verbunden ist mit halt die halt für diese Zöllner da sind. Man muss sagen, dass halt solche Strukturen, ich bin da auch mal in der Diskussion mit der BIMA, die Eigentümerin ist von dem Gebäude dann hinten zum Schluss, weil man gesagt hat, so, was passiert, wenn wir diese Hochschule irgendwann nicht mehr brauchen? Was können wir noch? Das ist man schafft Struktur, die irgendwann immer wieder genutzt werden kann. Ob es Büros werden, ob es halt mehr Wohnen daraus gemacht wird oder ob das weniger Wohnen ist, das ist etwas, was man da macht. Und ehrlich gesagt, solche Projekte werden an ganz, ganz vielen Ständen aufkommen müssen, weil wir halt diese Infrastruktur brauchen. Und Zoll ist natürlich auch kritisch, nicht nur im Sinne von der Aufgabe, die sie jetzt hat, sondern die Aufgabe, die sie in der Zukunft noch bekommen werden, die noch viel weiter rübergehen. Und wir sehen ja gerade, so der Schwenk zur Kapitalseite ist White-Collar-Crime und wie über die Nutzung der russischen beschlagnahmten oder eingefrorenen russischen Gelder sind. Da wird der Zoll auch eine ganz wichtige Rolle stehen, weil wir reden ja immer über hybride Kriege, die werden nicht nur auf dem Schlachtfeld gekämpft, sondern überall. Deswegen ist eine wichtige Institution wie der Zoll weitaus wichtiger, als nur um irgendwelche Drogen zu beschlagnahmen. Ich kriege immer mit, das ist jetzt ein größeres Projekt, 200 Millionen. Ich kriege aber immer wieder mit, und Gabriel, deine Meinung, dass so ab ca. 20 bis 30 Millionen diese Projekte den Aufwand, den Mehraufwand dann auch rechtfertigen und so ein Sweet Spot, wenn man so will, zwischen 35 und 50 Millionen liegt bei öffentlichen Infrastrukturaufgaben. Ich sehe bei kritischer Infrastruktur eher Größenordnung von ab 100 Millionen Euro. Okay. Das liegt daran, dass sozusagen der Flächenbedarf extrem groß ist. Teilweise reden wir ab 20.000 Quadratmeter aufwärts an Nutzfläche. Und die öffentliche Hand hat extrem hohe Anforderungen. Die öffentliche Hand hat extrem hohe Anforderungen für die Dekarbonisierung. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit hat einen extrem hohen Stellenwert. Das heißt, die Immobilie per se ist schon teurer zu bauen. Auf der anderen Seite hast du aber auch die digitale Infrastruktur wie Sicherheitsmaßnahmen, Kameras, Bemeritenzäune. Du hast praktisch eine Hochsicherheitsburg, die auch ihren Preis hat. Deswegen reden wir praktisch, wenn man es mal jetzt auf Marktdaten irgendwie abbilden lässt, als ab 20.000 Quadratmeter und normalerweise auch in der C-Stadt oder in der D-Stadt
kostet dann so ein Projekt ab 30 € pro Quadratmeter aufwärts, teilweise sogar 35 bis 38 €. Das sind die Mietpreise. Deswegen faktorisiert jetzt auf irgendeinen Faktor zwischen 17-fach und 20-fach bist du irgendwo schon mal dann schnell mal bei 150 und 200 Millionen €, teilweise sogar. Also ich glaube, dass zu dem Speed Spot fehlt auch zu sagen, ich glaube, dass man natürlich die Aufgaben, wenn wir über kritische Infrastruktur reden, es gibt ja nicht die kritische Infrastruktur. Es ist so divers, so multiple, welche Bereiche das da ist, dass ich schon glaube, wenn du so ab 30 Millionen kleinere Maßnahmen hast, die wir in Deutschland übrigens auch dezentraler brauchen, es geht ja nicht immer nur, ne, wir haben auch mal im Vorgespräch über Klumpenrisiken gesprochen, an einer Stelle auch sicherheitstechnisch ist es wichtig, dass man ein bisschen hybrider diese Strukturen sich denkt. Und ich glaube, dass da natürlich für uns als Entwickler, ja, ergibt es keinen Sinn, für 10 Millionen € da was für den Bund zu machen. Der Bund muss allerdings auch gucken, wenn ich ein 10 Millionen € Projekt habe oder die öffentliche Hand als dann es aber 10-mal mache, dann ist es dann 100 Millionen. Und da kann man schon wieder in den Skaleneffekten sehr viel cleverer das lösen. Aber da steht sich leider immer noch teilweise die öffentliche Hand im Weg, weil sie das halt nicht deutschlandweit machen können, wenn es keine Bundesinstitutionen sind, sondern wann halt die Länder wieder da sind. Ne? Dieser Kampf des Föderalismus, den wir dann halt haben. Ganz interessant ist ja immer, wir sprechen über öffentliche Hand und die meisten Menschen denken erst einmal an Arbeitscenter, Jobcenter. Ja. Ein Jobcenter ist ein normales Verwaltungsbürogebäude und hat ganz andere Anforderungen als kritische Infrastruktur. Da ist ja auch ein Verständnisgewinn erst einmal notwendig, um zu verstehen, dass es da um ganz verschiedene Gebäudetypen geht. Also ein Jobcenter hat eine langfristige Mietvertragslaufzeit, aber hat nicht den Stellenwert eines Polizeireviers mit einer Trainingsausbildungsstätte, mit einem Dojo und einer Schießanlage, weil einfach sozusagen die Nutzerspezifikation so hochwertig ist und so rar ist, dass sozusagen der Mieter nicht so einfach ausziehen kann. Bei einem Jobcenter sprechen wir, wie du es gesagt hast, über ein klassisches Büro. Rein durch, wenn der Mietvertrag in 15 Jahren ausläuft, können die überall ein weiteres Büro anbieten. Die haben keine Nasszellen, die haben keine besonderen Besprechungsräume. Das fehlt alles in diesem Konzept. Deswegen muss man halt unterscheiden, eine Behördenimmobilie ist nicht gleich eine kritische Infrastruktur. Ja. Eine Frage, Lorenz, an dich, nochmal zur Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Ja. Wenn ich mir deine Projekte anschaue, dann haben die jedes Mal auch einen sehr, sehr starken Nachhaltigkeitsfokus, Cradle-to-Cradle-Gedanke, Holzhybridbauweise, Nachnutzung und Konzepte, dass man sagt, okay, wir können es auch komplett umgestalten. Wie wichtig ist das für die öffentliche Hand? Wird sich das mit der neuen Bundesregierung ändern oder sagst du, nein, die öffentliche Hand geht da voran und sagt, wir sind der First Mover und wir sind auch diejenigen, die die Messlatte ansetzen, was Nachhaltigkeit angeht? Naja, man muss an der Stelle sagen, sie muss es auch sein, der First Mover zu sein, weil sie kann ja nicht erwarten, dass sie uns als Immobilienwirtschaft oder als Branche Regeln auflegt, um gewisse Sachen, Standards einzuhalten. Wobei man ja sagen muss, die Großen kommen ja gar nicht mehr aus Deutschland, sondern das sind EU-Themen. Deswegen ich will jetzt nicht sagen, die Bundesregierung ist irrelevant, aber jetzt eine Bundesregierung wird nicht die nachhaltigen Ziele der EU-Taxonomie negieren können wieder. Deswegen glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Weil wir reden immer über, die Nutzung muss hergestellt werden, was für eine Infrastruktur es auch immer ist. Ob es irgendwie Schießanlagen sind oder ob es Schulen sind oder ob es was auch immer oder Wohnungen auch einfach nur für die Bundeswehr. Es geht aber auch darum, dass die baupolitischen Ziele eingehalten werden müssen. Und die baupolitischen Ziele lassen sich natürlich schon verändern. Ich glaube aber trotzdem, dass auch diese Bundesregierung, obwohl sie eine andere Farbe oder eine grüne Farbe nicht mehr in der Regierung hat, weiterhin diese Ziele verfolgt, einfach weil sie es muss, weil sie es gar nicht anders kommt. Und dann die zwei anderen Themen, die ich mitbekomme. Gabi, da wirst du auch gleich noch was zu sagen, aber kurz Lorenz noch. Partnerschaftlichkeit und Termintreue. Dazu will ich zwei Sachen von dir hören. Also Partnerschaftlichkeit ist, wir sind in einer Zeit, in der wir ganz viele Probleme zu lösen haben. Die Verteidigung, gesellschaftlich, sozialpolitisch, alles mögliche ist. Und es geht nicht mehr in diesem Silo-Denken, alleine löse ich und wir machen ein Wir. Es muss mehr ein Wir sein. Und ich muss sagen, dass die öffentliche Hand, wenn sie diese partnerschaftlichen Modelle eingeht, wenn sie sich mal dahin gerungen hat, partnerschaftliche Modelle zu gehen, nicht Einzelvergaben oder so, wie man es früher gemacht hat, dass es dann auch ganz gut funktioniert. Weil sie kann gut, sie kann Regeln befolgen. Und wenn sie sich die Regeln selbst aufgesetzt hat oder wenn man sie da hinbekommen hat, Regeln aufzusetzen, dann verfolgen sie auch. Und das ist ein extremer Erfolgsfaktor, weil, das bedingt den zweiten Teil deiner Frage, nur wenn sie das machen und schaffen, partnerschaftlich zu sein, dann ist dieses Thema Termintreue und auch Kostentreue möglich zu werden. Weil sonst werden wir, wenn wir diese partnerschaftlichen Zusammenarbeiten nicht haben, dann werden wir in diesem öffentlichen Bau genau das Problem haben, was wir in den 30, 40 Jahren zuvor gesehen haben einfach. Termintreue am Bau ist ja so ein spezielles Thema.
Und gerade der Bund, der selber immer seine Termine nicht einhält, der verlangt es dann ein von der Wirtschaft, von der Bauwirtschaft, von seinen Auftragnehmern. Ist ja schon ein bisschen paradox. Ich glaube, das verlangt jeder Mieter, wenn er sozusagen in irgendeinem Vorwort einen Mietvertrag unterzeichnet, dass das Ding auch zeitgemäß hingestellt wird. Ich glaube auch, dass sozusagen das zeitgemäß Hinstellen notwendig ist, weil solche Projekte oftmals auch über bestimmte KfW-Förderungen realisiert werden, weil insbesondere der Dekarbonisierungsprozess in diesen Projekten extrem groß ist. Und KfW-Förderungen haben ein sehr enges Korsett, was die zeitlichen Liefertermine anbelangt. Deswegen ist, glaube ich, nicht nur für den Mieter wichtig, dass man solche Projekte hinstellt, weil ohne KfW-Förderung kriegt man die Projekte nicht realisiert und deshalb muss der Bauträger auch dafür Sorge tragen, dass die Projekte auch zeitgemäß geliefert werden. Wenn ich da vielleicht noch einmal was ergänzen kann zu der Termintreue. Uns muss klar sein, dass wir bei der kritischen Infrastruktur sehr lange, sehr viel Zeit uns gelassen haben, die auf der öffentlichen Handseite umzusetzen, zu bauen, zu entwickeln, Konzepte dafür zu entwickeln. Und wir haben schlichtweg keine Zeit mehr, um es zu sagen. Wir sind mal in einer akuten Bedrohungslage durch unseren Nachbarn, in Anführungsstrichen NATO-Nachbarn Russland. Du hast es gesagt, die Drohnen, die jetzt über die Flughäfen kommen, das ist ja schon ein Start von die Sticheleien, die es auch gegenüber der Ukraine gab. Und wenn wir nicht die Geschwindigkeit ermöglichen, egal wie, in partnerschaftlichen Zusammenarbeit oder wie auch immer, dann ist das ein absoluter Standortnachteil für Deutschland. Weil wir sind dann nicht mehr der sichere Partner, der wichtige Partner, der wir jetzt für sehr viel Geld auch weiterhin noch sind. Wir können darüber reden, dass es unserer Wirtschaft nicht so gut geht, wie es eigentlich gehen sollte. Aber wir sind immer noch ein relativ sicherer Partner. Wenn wir das verschlafen und diese Geschwindigkeit nicht aufbringen bei diesen kritischen Infrastrukturen, die wir zu bauen haben, dann wird das auch ein Standortnachteil irgendwann sein. Und Termintreue ist nicht nur als Plus zu sehen, sondern es muss die Grundlage sein von jeder Vorhaben, was angegriffen werden wird. Ob es eine Mietvertragunterzeichnung ist oder ob das ein Bauvorhaben ist, ob das eine Bunkeranlage ist oder eine Kai-Anlage, ob das eine Schule ist oder sonst was. Und ich glaube, da reden wir zwar sehr viel drüber, immer in der Branche, wir müssen termintreu sein, aber es wird nicht so richtig bereit sein, diese richtigen Stellschrauben zu drehen. Gabriel, aus deiner Perspektive, was sind die großen Vorteile für Projektentwickler, in diesen Bereich zu gehen als Service Developer im Bereich kritischer Infrastruktur? Warum sollte ich mir das antun mit diesem sehr anspruchsvollen Auftraggeber? Warum sollte ich mir das antun, um mit ihm zu arbeiten? Weil es einer der einzigen Assetklassen aktuell auf dem Markt ist, die durch eine extrem hohe Nachfrage auch preisgetrieben sind. Das heißt sozusagen, du hast irgendwo demografische Probleme im Land. Dafür hast du die Wohnungs-S-Klasse, also S-Klasse Wohnen, das funktioniert sehr, sehr gut. Du hast ein Digitalisierungsproblem im Land, dafür brauchst du Rechenzentren, das funktioniert sehr, sehr gut. Und du hast eine extrem hohe Infrastruktur, die nachgeholt werden muss. Die existiert einfach nicht. Wir haben das in den letzten 20 Jahren in Deutschland verpennt. Jetzt gibt es das Geld im Haushalt, jetzt wird auch wirklich investiert. Deswegen ist es aus Kapitalsicht betrachtet eine der wichtigsten und erfolgreichsten Assetklassen in den nächsten Jahren, weil einfach dort die Nachfrage da ist. Wir sind in einem Markt, der nicht durch Konjunktur bewegt wird. Wir haben ein BIP-Wachstum wahrscheinlich von 0,3%. Das ist eigentlich eher eine Stagnation statt irgendwie ein Erfolg. Wir sind in den wichtigsten Wirtschaftszweigen der Welt aktuell nicht vertreten in der Digitalisierung. Das fehlt uns alles aktuell noch. Das heißt, wir müssen auf nachfragegetriebene Immobilien setzen. Und wir setzen nicht auf irgendein Wirtschaftswachstum, den es hier aktuell nicht gibt. Wir müssen auf Nachfrage setzen. Nachfrage besteht im Wohnen, Nachfrage besteht in der Digitalisierung des Landes und Nachfrage besteht in der Infrastruktur des Landes. Das sind die drei Hauptthemen, die sozusagen die Treiber sind für erfolgreiche Transaktionen in diesem heutigen Segment in Deutschland. Spürt ihr diese gestiegene Nachfrage? Ihr habt ja jetzt schon Projekte gemacht und schließt sie bald ab. Spürt ihr das auch weiterhin? Also ich merke, dass ein Umdenken in dem Umgang mit dieser Assetklasse stattfindet und zwar nicht nur auf der Ebene der öffentlichen Hand, sondern auch in der Ebene der Immobilienbranche. Dass jetzt verstanden wird, dass da etwas notwendig ist. Und mir nicht 100% sicher bin, ob verstanden wird, wie es gemacht wird. Weil wir reden über Strukturen, baulich, aber halt auch systemisch, die nicht einfach mal so dastehen können und die halt trotzdem eigentlich gestern dastehen müssten. Und diese Nachfrage ist schon da, würde ich sagen. Ich glaube, es wird denn immer noch nicht verstanden, wie die Chancen absolut sind, weil es halt eben ein schwieriger Partner ist, historisch gesehen, als die öffentliche Hand. Gleichzeitig eine sehr spezielle Aufgabe. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die Immobilienwirtschaft die Fähigkeit hat,
den hier als Partner die öffentliche Hand mitzunehmen, um zu entwickeln? Es ist ein Bewertungsthema. Das Bewertungsthema ist relativ easy. Wenn du jetzt zu einer Pensionskasse gehst oder zur Versicherung und sagst, hier, wir haben ein 200-Millionen-Ticket, da sagen die, naja, Gewerbe haben wir zu viel investiert in den letzten Jahren. Wir können gerade gar nicht. Und das ist halt genau das Problem. Die Asset-Klasse kritische Infrastruktur ist jetzt ein neuer Name. Man kann es als Verteidigungsimmobilie nennen, man kann es als Behördenimmobilie nennen. Aber es ist per se eigentlich in der Bewertungsgrundlage keine klassische Büroimmobilie, von denen alle zu viel im Portfolio haben. Und das Umdenken und die Umbewertung in den Büchern, dass man sozusagen jetzt für 200 Millionen Euro was Neues kauft, darf nicht in der gleichen Klassifizierung sein. Und das fehlt noch, glaube ich, in dem deutschen Kapital. Das deutsche Kapital ist dann noch etwas zurückhaltend, einfach aufgrund dessen, dass die Bewertungsgrundlage, wie man solche Assetklassen klassifiziert, noch fehlt. Ich muss sagen, dass ich aber auch glaube nicht nur, dass das auf der Finanzseite, ich komme da ein bisschen mehr aus der, ich sag mal, ingeniösen, technischen Seite da rein in das Thema. Dann sitzen wir hier zusammen. Genau, sonst wäre es auch langweilig. Nein, aber dass auf der Seite auch, die Projektentwickler haben sehr, sehr lange Zeit unglaublich viel, oder wir als Projektentwickler haben unglaublich viel Geld verdient, indem wir eine Excel-Tabelle hatten, und wenn es später gedauert hat, haben wir mehr verdient, weil der Faktor ist nochmal hochgegangen, also später geworden ist. Also das ist ja auch so ein bisschen so Hochstolpern, zum Erfolg stolpern. Und ich glaube, dass natürlich, wenn man diese kritische Infrastruktur hat, braucht man ein wahnsinniges ingeniöses Know-how, weil das sind speziellere Strukturen. Ja, ein Arbeitscenter, Jobcenter ist das ist eine Büroimmobilie. Ja. Aber halt diese anderen Sachen, eine Schießhalle ist vielleicht auch noch eine Halle, die du ein bisschen stärker ausbauen musst und eine Bahn da reinsetzen musst, die technisch funktioniert. Aber es gibt ja so unterschiedliche Themen, die da reinkommen. Und ich glaube, da müssen die Entwickler noch mal gucken, ob sie wieder zu ihren Wurzeln zurückkommen. Dass sie halt wieder ein bisschen das als Aufgabe auch nicht nur als Eurozeichen sehen, weil nämlich dann funktioniert es als Asset sehr gut im Verkauf, aber in der Erstellung, und wir reden wieder über Termine und so, wird das ein großes Problem sein, und dann implodiert diese neue Asset-Klasse potenziell am Unvermögen der Projektentwicklungsimmobilienseite, potenziell. Spürt ihr beide eigentlich, wenn ihr mit Pensionskassen, mit Versicherungen, mit institutionellen Investoren sprecht und über kritische Infrastruktur reden wollt, dass sie sagen, puh, das wollen wir uns eigentlich lieber nicht antun, ESG und so weiter, Taxonomie, Konformität, kritische Infrastruktur ist uns zu nah an Defense, und da kommen wir an die Frage, ob das überhaupt social- und governance-technisch genehmigungsfähig ist, ob das drunter fällt oder ob das eigentlich wirtschaftsethisch gar nicht geht. Also ich weiß jetzt, die wirtschaftsethischen Diskussionen mit den Pensionskassen führe ich seltener, oder den institutionellen Investoren. Ich sehe es eher so, dass sie schon verstanden haben, dass es eine sehr sichere Assetklasse ist. Ja, wenn man Infrastruktur sagt, werden die alle hörig. Und wenn ich denen über Gewerbeimmobilie sage, dann lassen sie mich wahrscheinlich gar nicht mehr durch die Tür rein. Oder in den meisten Fällen zumindest. Und ich glaube schon, dass das erkannt wurde als Opportunität. Ich glaube, da braucht es auch mal ein paar größere Deals. Es braucht, glaube ich, auch mal wieder, dass halt auch in Deutschland, das ausländische Geld ist ja meistens schneller als unser eigenes Geld dann hier, was die Opportunitäten ansieht, dass das deutsche Geld dann auch dazu kommt, was hier von den Pensionskassen oder von den Versorgungskassen genutzt wird. Und ich sehe schon, dass die das verstanden haben als Möglichkeit. Und ich glaube, es ist für sie, die haben ja nicht aufgehört zu kaufen, weil sie einfach keine Lust haben mehr anzukaufen, sondern weil ihre Bücher halt überlastet sind und das Risikoprofil sich verändert hatte für sie. Und dadurch ist es schon so, dass sie merken, da habe ich etwas, was meinem Risikoprofil wieder mehr entsprechen kann. Und ob das jetzt ethisch oder nicht ethisch ist, na gut, die Nachhaltigkeits-ETFs sind auf einmal Verteidigungssachen drin. Es war schon immer eine Frage, ob das ethisch okay ist, aber ich glaube, wir müssen eine ethische Diskussion darüber zu führen und gleichzeitig vor einem realen Problem zu stehen, nämlich einer Verteidigungssituation, in der wir uns eigentlich schon de facto befinden, ist, glaube ich, dass das überwiegt an der Stelle. Also einfach mal auf dem ESG-Katalog betrachtet. Du hast die höchsten Anforderungen für Dekarbonisierung bei der öffentlichen Hand. Das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Deshalb sind es auch die ersten Mieter, die genau die höchsten Anforderungen auch haben wollen. Auf der anderen Seite sind es infrastrukturelle Maßnahmen, die Social-Punkte sammeln. Das heißt, was das E und das S anbelangt, bist du im ESG-Katalog ganz weit oben. Das ist im Endeffekt in der Bewertungsgrundlage schon eine sehr nachhaltige Immobilie, die auch funktioniert, weil die einfach soziale Infrastruktur liefert. Die liefert nicht nur dir ein Stromnetz, ein Grid, sondern die liefert dir eine soziale Struktur, Arbeitsplätze vor Ort, Sicherheit und vieles mehr halt. Eine Sache noch, die mich interessiert, jetzt werden wir etwas technischer auf den letzten Metern, aber das interessiert mich schon. Wenn ich mir die deutsche Bauweise anschaue, wir bauen für 100 Jahre und noch länger. Ja? Und dann hat man das Gebäude hingestellt. Wenn wir jetzt deine Projekte uns anschauen und die anderen aus der kritischen Infrastruktur,
dann habt ihr da eine gewisse Resilienz entwickelt durch Versetzbarkeit, durch durch Austauschbarkeit der Nutzung. Ist ja auch eine Resilienz für das Gebäude als solches. Absolut. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, wenn wir heute uns Projekte angucken, dass die halt resilient in der Nutzung sind, dass wir sie nicht abreißen müssen und verbrennen müssen oder auf Deponien lagern müssen. Das heißt aber, die Planung geht noch mehr in die Tiefe. Ich würde sagen, ja, natürlich auch in die Tiefe, aber anders. Ich würde sagen, nicht noch mehr, sondern anders in die Tiefe. Du musst halt am Anfang mit relativ gewissen Stellschrauben und gewissen Ideen, die du von vorne setzt, so kann man da, glaube ich, mit gewissem Aufwand, der aber jetzt nicht absurd ist, Systeme sich überlegen, wo man sagt, okay, was machen wir? Wir nehmen keine Verbindung, wir vergießen keine Sachen, sondern wir schrauben nur zusammen. Schrauben kannst du wieder auflösen. Und das ist eigentlich ein sehr simpler Trick. Ja? Das ist jetzt nichts Besonderes. Und dadurch hast du halt natürlich Versetzbarkeit. Und wenn wir über serielles Bauen reden, dann ist es natürlich auch so, dass wir sowieso schon so eine digitalisierte Produkte haben, weil die halt aus einer Fertigung kommen und nicht mehr nur auf der Baustelle halt von Herrn Müller und Herrn Meier zusammengegossen werden, sondern wirklich aus einem Umfeld, was komplett digitalisiert ist in den meisten Fällen, dass wir das uns zunutze machen können und zu sagen, hey, wenn dieses Haus nicht mehr genutzt wird, und bei uns sind es ja vor allen Dingen die Holzmodule, die wir da nutzen, dann können wir das halt einfach woanders hinstellen. Und das ist meiner Meinung nach ein Mehrwert, der halt nicht nur nachhaltig ist, sondern auch wirtschaftlich Sinn ergibt. Planerischer und wirtschaftlicher Mehrwert auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Investitionsplus, das man ja auch in Betracht ziehen muss, denn das ist häufig aufwendiger, braucht mehr Zeit in der Planung und ist häufig nicht kostengünstiger. Deshalb sind ja auch die Mieten zwischen 30 und 38 Euro, je nach Standort. Klar, wenn man sich jetzt Berlin oder Frankfurt in der Innenstadt anschauen würde, wären die noch deutlich teurer. Aber selbst in B- und C-Städten hast du dort Mietansätze zwischen 30 bis 38 Euro den Quadratmeter. Und das ist eine normale Benchmarking, um so ein Projekt wirklich zu realisieren. Der Haushalt hat es verstanden, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, dass sie diese Mieten zahlen müssen. Das ist gebenchmarkt, also es sind auch neue Mietverträge in der Ausschreibung, liegen auch in diesen Höhen. Und du brauchst es einfach, damit so ein Projekt realisiert wird. Lorenz, letzte Frage an dich. Wenn du einen Wunsch oder zwei frei hättest an deinen öffentlichen Auftraggeber und Partner, was würdest du dir wünschen für die nächsten Projekte? Also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass das Verständnis von, wie man partnerschaftlich zusammenarbeitet, dass das wirklich als Grundlage für das Schaffen der Projekte des Bauens einfach sein soll. Weil partnerschaftlich bedeutet ja nicht nur Lorenz Nagel oder Primus Geld zu geben und wir machen es dann für euch, sondern es gibt tausende von Aufgaben, wo die das brauchen und das wäre mir sehr wichtig. Und ich glaube, dass ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist einfach, dass sie in ihren eigenen Regulatorik, die sie sich selbst auferlegt, ja, also wir arbeiten da wo ich drüber reden kann, Deutsche Bundestagsverwaltung, ein Buch, was so dick ist, was das Handbuch des Deutschen Bundestages ist, wo halt von 4 Finger dick, 3 Finger dick nur über technische Ausstattung ist, dass sie auch da reingehen und sagen, was brauchen wir, was ist uns wichtig, weil nämlich sonst können sie irgendwann nicht mehr mit 38, sondern mit 48 Euro Miete bezahlen und das wird unseren Haushalt langfristig sehr, sehr stark belasten, viel mehr als irgendein Sondervermögen für einen Rutsche Panzer an der Stelle und ich glaube, dass sie da auch in ihre eigene Regulatorik reingucken und zulassen, dass kluge Lösungen, die auf dem Markt gibt, ja, die die Wirtschaft schon hat, die die Privatwirtschaft hat, auch wieder übernehmen können. Meine Damen und Herren, aktueller denn als das Thema kritische Infrastruktur könnte es jetzt gerade nicht sein. In München auf der Expo Real nach den Drohnenüberflügen am Flughafen München, der Diskussion, wer dafür zuständig ist, Bundeswehr, Polizei und wie man dann die interne kritische Infrastruktur, die zivile kritische Infrastruktur so ausrüstet, dass sie den hybriden Gefahren auch Herr werden kann. Ich freue mich sehr, dass wir dazu heute diskutieren durften auf der PREA Future Stage auf der Expo Real 2025 mit Lorenz Nagel, Geschäftsführer von Primus Developments und Gabriel Hosicki, Geschäftsführer von PREA. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank dir.